Willkommen zurück, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Marc aus der Finanzarena und wir schauen uns Finanzprodukte ganz ins Detail an. Wenn du den Kanal Finanzarena noch nicht abonniert hast, dann mach das auf jeden Fall. Das hilft uns, damit wir noch mehr Leute erreichen können. Und bedenke, dass jeder für sein Geld selber verantwortlich ist. Ich bin für mein Geld verantwortlich, du bist für dein Geld verantwortlich. Und das hier ist keine Anlagenberatung. Und schauen wir uns jetzt direkt mal an, was es für 10 Dinge gibt, die ich gerne vor dem Investieren bei Mintos gewusst hätte. Solltest du dich nach diesem Video bei Mintos anmelden wollen, beziehungsweise noch nicht getan, dann nutze auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung, beziehungsweise den QR-Code hier auf dem Bildschirm. Den kannst du ganz einfach mit dem Handy scannen und dann gelangst du auf die Mintos-Seite und erhältst 200 € Neukundenbonus. Kleine Transparenz an dieser Stelle, das ist ein Empfehlungslink, dafür bekommen wir eine kleine Prämie, damit wir weiterhin diesen Content umsonst machen können und hilfst uns auf diesem Weg. Aber du hast absolut gar keinen Nachteil dadurch, denn du hast sogar den Vorteil, dass du diesen Neukundenbonus von bis zu 200 € bekommst, den du sonst nicht bekommen würdest du einfach nur über die Mintos-Seite dich anmelden. Also sicher dir auf jeden Fall die 200 € über den ersten Link in der Videobeschreibung bzw. dem QR-Code hier auf dem Bildschirm. Fangen wir an mit der ersten Sache, die mich so ein bisschen überrascht hat, nachdem ich da länger auf Mintos unterwegs war. Und zwar ist die Buyback-Garantie nicht wirklich eine Garantie dafür, dass du dein Geld wieder zurückbekommst. Denn sollte der Kreditgeber selber in Zahlungsschwierigkeiten geraten bzw. Insolvenz, dann könnte das Geld am Ende tatsächlich weg sein. Die zweite Sache, die mich überrascht hat, ist, dass Mintos kein klassischer P2P-Marktplatz mehr ist. Mintos ist mehr so, ich dachte, man kriegt da nur P2P-Kredite, aber es ist eine Multi-Asset-Plattform. Mittlerweile kann man da in ETFs investieren, in Immobilien, in Anleihen, in die Kredite, in Krypto jetzt bald auch noch. Sie entwickelt sich in eine Plattform, die ein vollwertiges Investmentportfolio anbietet, wo man absolut alles machen kann, statt einfach nur in P2P zu investieren. Ich persönlich finde es extrem gut, aber wie gesagt, ich streue mich lieber auf verschiedene Plattformen und mache hier auf Mintos das, was die anbieten, aber ETFs zum Beispiel würde ich bei einem Broker machen und nicht bei Mintos. Die dritte Sache ist, dass hohe Zinsen immer ein Risiko bedeuten. Also wenn man hohe Zinsen sieht, dann sollte man nicht einfach blind rein investieren, sondern es gibt meistens irgendwelche Risiken mit dem Originator und man sollte sich im Klaren sein, ob der hohe Zinssatz sich dann auch das Risiko wirklich lohnt oder sollte man was anderes wählen. Die vierte Sache ist, dass man denkt, dass man bei den Core Loans das Geld direkt wieder rausziehen kann. Aber um das Geld rausziehen zu können, muss jemand anderes reingehen. Da Mintos eine sehr, sehr liquide Plattform ist, kommt das schon fast so vor, als ob es direkt passieren würde. Aber manchmal dauert das bis zu 3, 4, 5 Stunden, bis das komplette Geld tatsächlich rausgezogen ist. Denn es muss halt jemand anders dafür reingehen, um deinen Spot zu ersetzen. Die fünfte Sache ist, dass der Zweitmarkt nicht immer unbedingt liquide ist. Auch wenn Mintos eine riesige Plattform ist, kann es in Krisenzeiten so sein, dass wirklich viele verkaufen möchten und keiner kaufen möchte. Und somit muss man dann wirklich mit einem fetten Abschlag rechnen, um seine Sachen loszuwerden. Deswegen in Krisenzeiten nicht panisch irgendwie abverkaufen für einen schlechteren Kurs, denn das Ganze könnte sich immer noch erholen. Wie gesagt, jeder ist für sein eigenes Geld zuständig und verantwortlich. Das ist hier keine Anlagenberatung. Die sechste Sache ist, dass der Auto-Invest bei Mintos auf jeden Fall das Risiko verschleiert, dass man seine Position zu stark gewichtet nach einem Originator bzw. nach einem Land. Hier sollte man sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass man da öfter reingucken soll, wo das Geld automatisch reinvestiert wird, weil sonst könnte es sein, dass sein Portfolio zu stark in einen Originator bzw. in ein Land investiert ist und sollte da etwas passieren, na dann hast du all deine Eier in einem Korb. Die siebte Sache ist, dass die Steuern nicht einfach sind. Mintos ist nicht steuereinfach, wie wir es zum Beispiel von Trade Republic kennen, dass die das für dich an das Finanzamt direkt abführen, sondern du bist hier in Eigenverantwortung. Das heißt, wann du deine Zinsen bekommen hast, wie die Abschreibungen funktionieren und die Ausfälle, all das musst du selber ausrechnen und dann selber mit den Reportings, die du bei Mintos herunterladen kannst, selber beim Finanzamt einreichen. Also es ist alles andere als einfach nur simpel und passiv. Die Steuersache am Ende des Jahres, damit muss man sich wirklich beschäftigen. Nummer 8 ist, dass die Einstiegshürde wirklich gering ist bei Mintos. Das hat mich wirklich überrascht. Bei den meisten Plattformen hat man ja irgendwie einen Mindestinvest, der ein bisschen höher ist. Bei Mintos kannst du schon mit 50 € anfangen, was extrem bequem ist, um die Plattform erstmal kennenzulernen und ein bisschen auszuprobieren, bevor man dann mit richtigen Beträgen reingeht. Nummer 9 ist, was mich überrascht hat, dass Mintos eine so gut regulierte Plattform ist und die auch eine Regulierung von der EZB suchen. Also das heißt, die Anlegergelder sind hier auf jeden Fall getrennt von den Geschäftsgeldern. Ich persönlich finde das einfach sehr beruhigend, wenn ich weiß, okay, die Plattform, auf der ich investiere, ist auf jeden Fall reguliert und demnach ist das für mich eine gute Sache. Und Nummer 10 ist, mich hat überrascht, was für eine gute Rendite man hier
einfach nur mit den Call Loans erwirtschaften kann, die deutlich, deutlich über den Tagesgeldern liegen. Also hier bis zu 10% kann man hier ganz gut machen, je nachdem, wie gerade die Phase ist, zwischen 9 bis 11%. Und das lässt sich wirklich sehen. Da macht man ja, egal welches Tagesgeld du in Deutschland öffnest, da findest du diese Prozentrenditen überhaupt nicht. Wie gesagt, Leute, nehmt auf jeden Fall die 200 € Bonus mit über den ersten Link in der Videobeschreibung beziehungsweise dem QR-Code hier auf dem Bildschirm. Das gibt auf jeden Fall einen guten Start mit der Rendite, wenn man sich die 200 € sichern kann. Sollte ich noch irgendwelche Fragen haben über Mintos, wie gesagt, schaut euch das ausführliche Mintos-Video einmal an, das wir gedreht haben. Schreibt doch gerne all eure Fragen in die Kommentare. Der Kanal soll schließlich vom Austausch leben. Habt ihr irgendwelche guten Erfahrungen, schlechten Erfahrungen mit Mintos? Schreibt es auch alles in die Kommentare. Das wird auf jeden Fall die Community interessieren, wie die Plattform so ist. Vor allem für Leute, die neu sind, die interessiert das am allermeisten. Die lesen ganz, ganz viel und deswegen hilft das allen. Ansonsten gebt dem Video ein Like, abonniert bitte den Kanal, damit wir hier weiter wachsen, damit wir die 1000 Abonnenten mal erreichen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.